Herzlich willkommen hier bei uns im Überlebensspace. Heute zu Gast Ulla Gscheidl. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. 30% seiner beruflichen Erfahrungen waren bis zum heutigen Tag die Bestattung von Kindern, Sternkindern und jungen Menschen. Welches Detail deiner Arbeit ist dir heute am allerwichtigsten? Das ist eigentlich eher die spirituelle Dimension. Das Problem ist, man kann nicht so ohne weiteres drüber reden, weil man als Bestatter ja mit ganz unterschiedlichen Familien, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zu tun hat. Und für manche ist es völlig selbstverständlich, dass es so einen Aspekt daran gibt und andere sagen, oh nee, lass mich nur mit der Seele in Ruhe. Als Dienstleister. Ja, ich bin da einfach auch Dienstleister und stelle mich natürlich sozusagen auf die Familien ein. Und es gibt eine Situation, die ich ja immer wieder erlebe und die finde ich wirklich hochspirituell. Und das ist meistens im Krematorium. Und da sind einfach schon mal 10 Tage meistens vergangen, zwischen dem Zeitpunkt, wo jemand gestorben ist. Und dann, wenn wir bereit sind zur Kremation, und es gibt durchaus Familien, die auch sagen, wir wollen da dabei sein, wir wollen auch diesen Schritt begleiten. Und dann läuft es im Allgemeinen so ab, dass wir in einem vorgeschalteten Raum, Trauerraum heißt der, da steht dann der Sarg und der ist aber dann in den meisten Fällen auch auf. Und dann bitte ich die Menschen herein und dann sehen sie unter Umständen zum ersten Mal ihren Verstorbenen wieder, auch wenn sie vielleicht beim Sterben dabei waren oder irgendwie so. Und dann ist auch so eine gewisse Scheu da, ja, wo ich immer sage, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dich da anzunähern. Und dann kommt ganz oft so eine spontane Reaktion, das ist er jetzt nicht mehr. Und das, denke ich mal, ist so ein Punkt, ne, wo Menschen, die auch gar nichts mit Spiritualität vielleicht zu tun haben, ne, sozusagen tatsächlich eine sinnliche Erfahrung machen, weil sie etwas wahrnehmen, dass etwas nicht mehr da ist. Und das ist ja sowieso schon ein gewisses Mysterium. Und das, was vorher immer untrennbar miteinander verbunden war, nämlich ein belebter Körper, der einfach mit Geist, Seele oder was auch immer, ne, sozusagen eine Persönlichkeit war. Und jetzt kommen sie in diese Situation und nehmen wahr, das ist er jetzt nicht mehr. Dass sich etwas getrennt hat, dass sie zwar noch genau diesen Körper sehen, der sieht zwar vielleicht ein bisschen anders aus, weil ich meine, 10 Tage Kühlung und Tod, da verändert sich schon was, aber das ist nicht der springende Punkt. Dann dauert es einen Moment, dann, wo sie sich dann nochmal annähern und sowas, und wo sie dann auch sich wieder sozusagen dem Körper zuwenden können, im Sinne von nochmal anfassen und sonst was. Und dann ist dieses eher distanzierte Gefühl, das ist er jetzt nicht mehr, auch wieder ein Stück weit weg. Aber irgendwie bleibt es doch. Und dann nehme ich, wenn sowas war, den Faden dann einfach auch nochmal in der Situation, die dann folgt, auf. Also da steht dann, der Sarg ist dann zu auf der sogenannten Einfahrtsmaschine und es ist jetzt irgendwie klar, im nächsten Moment sozusagen geht jetzt die Klappe hoch und der Sarg fährt jetzt sozusagen in diese Brennkammer. Und da kann ich dann einfach auch das wieder aufnehmen und sagen, wissen Sie, oder wisst ihr, je nachdem, wie ich mit Ihnen gerade bin, das ist ja auch völlig okay, was wir hier jetzt tun. Weil das ist sozusagen nur noch die Hülle, nur noch der Körper, der nicht mehr in der Lage war, diese Persönlichkeit zu tragen. Das Individuelle des Körperlichen, ne, vergeht halt mit der Kremation auch. Es gehört zum Leben und jeder stirbt und jeder weiß es. Und wenn wir halt irgendwie das nicht ernst nehmen und dann stirbt jemand, dann ist einfach das große Erschrecken da, ja, so.
weil wir nicht, ich sag mal so, salopp abschiedlich leben. Das Sterben beginnt lange, bevor das Herz aufhört zu schlagen. Das Kollabieren des Systems ist halt auch ein Prozess, wo irgendwann eben dieser Point of No Return, sozusagen, wenn das Herz aussetzt, das Hirn dann nicht mehr durchblutet ist und so. Aber es fängt vorher an. Manchmal fangen auch schon diese Zersetzungsprozesse vorher an. In manchen Krankenzimmern riecht es schon nach Tod sozusagen, ja. Aber auch nach dem Herzstillstand geht dieser Prozess weiter. Das heißt, wir haben also auch bis 48 Stunden nach dem Tod noch nachweisbare Zellaktivitäten. Und deshalb ist das Einzige, was ich sozusagen auch mit meiner Frau vereinbart habe, wenn es irgendwie geht, lasst mich einfach in Ruhe. Ja, weil dieses, was dann auf der geistigen Ebene passiert, wenn das mit der Durchblutung des Hirns und irgendwie so schwierig wird, da haben wir zum Teil so Nahtodbeschreibungen, wo ich dann auch nicht weiß, wie viel Fake ist das im Sinne von, ja, sie sind ja nicht wirklich gestorben, ne? Sozusagen, wie geht's dann weiter? Aber vielleicht ist das ein erster Anfang, sage ich mal, diese Bilder, die mitbringen. Dann gibt es sehr dezidierte Beschreibungen im tibetischen Totenbuch, was da irgendwie sozusagen dann eins nach dem anderen ablaufen soll. Wo ich so denke, naja, bin ich mal gespannt, ja, so, ob das tatsächlich so abläuft. Ne? Also ich glaube sozusagen, dieses Üben heißt halt auch Vertrauen entwickeln in den Prozess, egal welcher es ist dann. Und guten Muts zu sein, sozusagen, dass auch so ein Prozess irgendwie sozusagen handelbar ist, weil er passiert ja jeden Tag zigtausendfach und selbst wenn es materialistisch so ist, dass nachher es keine geistige Dimension mehr gibt oder sowas, ja. Ich habe die Beerdigung von meinem Vater erlebt, aber da war ich ja noch nicht Bestatter, ja, und das hat mich letztendlich sozusagen auf diesen Weg gebracht. Ja, also sozusagen zu erleben, was geht denn da eigentlich hier ab? Ja, so, und wo ich dann letztendlich da rausgegangen bin und gesagt, das kann ich besser. Bei der Beerdigung deines Vaters bist du rausgegangen und hattest den Gedanken, das kann ich besser? Ja. Nur so als Beispiel irgendwie so, das war ein renommiertes Bestattungsinstitut vor Ort und hochprofessionell und irgendwie so. Und dann geht man da hin und hat 3 Stunden Verkaufsgespräch und fängt dann an mit den Trauerkarten und welches Motiv und was soll da draufstehen. Und am Ende dieser 3 Stunden drücken sie dir 50 Karten gedruckt in die Hand und die Briefmarken dazu, also richtig professionell. Aber zwischendurch kamen sie nochmal an, ist das alles richtig so? Professionell, ne, sozusagen, aber es nutzt nichts. Ja, sozusagen, also dieser Prozess irgendwie sozusagen, was wollen wir da wirklich draufschreiben oder wo wollen wir da noch ein Foto haben? Und es braucht einfach Zeit. Und das kann man nicht in so einem Verkaufsgespräch so untermuddeln. Ne? Und das ist der Punkt, Zeit zu schaffen, wo Menschen erleben können und nicht sozusagen innerhalb von 3 Stunden 350 Entscheidungen treffen müssen über Buchsbäume und Musiker und Kandelaber und welcher Sarg oder ja, sondern biografisch war ich schon lange Buddhist, bevor ich Bestatter wurde. Eine Grundannahme oder Grundverständnis im Buddhismus ist, glaube nichts, suche und mache eigene Erfahrungen. Das heißt also, es ist jetzt auch gar nicht irgendwie so ist das, sondern es ist ja immer so, wo kannst du dich anschließen mit dem, was
du verstehst, mit dem, was du erlebt hast, was erscheint dir plausibel, na, irgendwie so. Und diese eher christliche Vorstellung war mir noch nie plausibel. Ich bin mit 14 aus der Kirche ausgetreten. Was ja im Buddhismus irgendwie ist dann eher also der Gedanke des Karma und der Eigenverantwortlichkeit für alles, was ich tue oder lasse. Es ist diese Grundhaltung von Liebe und Mitgefühl, die sozusagen alles durchdringt, ja, und ein Großteil sozusagen von tibetischer Meditationspraxis geht ja auch sozusagen immer sozusagen vom Individuellen ins Kollektive, ne, sozusagen. Also es gibt eine Meditationspraxis, wo man erstmal mit den Nahestehenden arbeitet und Liebe und Mitgefühl für die Nahestehenden, erstmal für sich selber. Ob man sich wirklich vorbereiten kann, ne, so weiß man immer auch nicht so genau. Und trotzdem sozusagen ist das Vorbereitetsein im Sinne von ich nehme es ernst, dass ich gestorben sein werde. Und nicht, ja, wir sterben alle, aber das kommt später. Das ist ja sozusagen unsere normale Alltagsrettungsbrücke. Das machen wir später mit dem Sterben. Ja, so. Und das führt einfach auch dazu, dass wir uns nicht wirklich auseinandersetzen damit. Jetzt nicht nur mit dem Sterben, sondern auch mit dem Vorbereiten, dass wir Entscheidungen treffen. Oder ja, solange ich kein Testament geschrieben habe, kann ich ja auch noch nicht sterben. Das ist doch ganz einfach, oder? Es ist gut, eine beruhigende Vision zu haben und nicht die von Strafe und Fegefeuer. Dann ging es irgendwie bei diesem Thema Firmengründung, Namensgebung, war ich jetzt, ich sag mal, gar nicht so jetzt, weil ich die griechische Mythologie völlig irgendwie durchdrungen. Ich suchte einfach eher nach einem Bild, das es offen lässt, dass es irgendwie noch etwas gibt jenseits des Flusses. Das nicht was so festschreibt, so ist es, ne, sozusagen, und wo auch ich gar nicht so viel irgendwie dazu irgendwie auf der Webseite sage. Ich habe aber auf meiner Visitenkarte, ich weiß, hast du nicht gesehen, nie gesehen wahrscheinlich, das Wort Verdienste drauf, unter anderem. Und es gibt Menschen, die verstehen das sofort mit dem Namen Charon. Andere haben überhaupt keine Ahnung, was der Name kommt. Ist das aus dem Jüdischen oder was ist das? Ja, also. Und ich werde dann auch gefragt, haben Sie noch eine Fähre auf dem Müggelsee zu laufen oder warum ist das da? Also wo einfach ich so das ein bisschen unterschätzt hatte, irgendwie sozusagen, für mich war also ein Stück humanistische Bildung irgendwie, bin ich davon mit aufgewachsen, ne? Und so dachte ich irgendwie, okay, da habe ich zu viel vorausgesetzt, aber ich machte die Erfahrung irgendwie so, ich sag dann einfach, ja, das ist aber aus der griechischen Mythologie und das ist der da über den Fluss fährt. So, ja, und dann kommt dann was, ach ja, da muss man dem ja noch Geld geben. Das ist dann hängen geblieben sozusagen von dem, was wir wissen. Wie hast du dich auf die Möglichkeit deines eigenen Todes vorbereitet? Die Sicherheit meines eigenen Todes. Also, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie sozusagen, irgendwie sich auch täglich damit zu beschäftigen, dass man sterblich ist, dass es sicher ist, dass wir sterben. Ich habe eine Nacht im Grab verbracht, als schamanistische Übung. Ich habe an einer Heldenreise teilgenommen, Tod und Wiederauferstehung, wo man auch scheinbar stirbt. Das war schon interessant, die Zeit, bis man wieder geweckt wurde sozusagen. Ja. So ganz spontan kommt mir einfach, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und ich glaube, dieses mit den eigenen Ängsten einen guten Umgang zu finden, ist etwas, was
das Leben belebt und sicherlich auch das Sterben leichter macht. Was ich aber halt sehe, ist, dass einfach heutzutage, muss man irgendwie sagen, wenn man es so verallgemeinert, die Frauen die größere Sozialkompetenz haben. Sie sind mehr im Gespräch, sie sind mehr vernetzt, sie sind miteinander mehr, ja, während sozusagen dieses Lonely Cowboy-Bild, ne, irgendwie für die Männer ist einfach dann auch nicht nur schwerer macht, sich verletzlich zu zeigen oder sowas, sondern sie sind auch gar nicht so eingebunden in, ich sag mal, private Netzwerke, sondern das sind ja dann oft berufliche Netzwerke oder private Freundschaften, was aber, ja... Hobbynetzwerke, ne? Also eher was, wo man was zusammen tut oder sowas. Und nicht einfach, um miteinander zu ratschen, ja. So. Und ich glaube, das Wesentliche ist vielleicht wirklich sozusagen in Beziehung zu gehen, halt auch mit anderen Männern und zu gucken, sagen, was ist vielleicht auch das, was du als Mann gerne loswerden würdest, weil es eine Behinderung eigentlich ist. Aber das geht nicht für den Kopf, ja, sondern irgendwie sozusagen, das muss man sich, das saloppe Wort heißt, sich erarbeiten. Aber das finde ich so ein blödes Wort, sondern man muss es sich aneignen in irgendeiner Form. Das geht manchmal eher mit Vorbildern oder ja, mit gemeinsamen Prozessen, die man durchlebt. Aber eigentlich geht es irgendwie sozusagen um die, wenn man es auf der intellektuellen Sicht sieht, auch das zu verstehen, wie behindert wir sind, dadurch, dass wir bestimmte Teile von uns einfach überbetonen und andere irgendwie auch unter den Tisch fallen lassen wollen oder irgendwie so. Und da gehört halt Verletzlichkeit dazu oder irgendwie so. Und ich glaube, irgendwie der Schlüssel zu vielem, was ich in meinem Leben irgendwie so kenne, ist dieses, ich habe es vorher schon mal gesagt, Mitgefühl mit sich selber. Sozusagen einfach zu sehen, okay, ich habe da was mich behindert in meiner Entfaltung. Und dann kann ich natürlich irgendwie schimpfen auf die mich auf diesen Weg gebracht haben, oder die Gene, die mich da behindern, sondern irgendwie eher zu sagen, oh, das ist wirklich schade, dass ich irgendwie so behindert bin an der Stelle mit mir. Und dem mal nachzuspüren und ja, das ist einfach armer Kerl, ja, so irgendwie. Und aus diesem Mitgefühl für sich selber heraus eben auch ein Stück von sich verzeihen für irgendwie was oder gut werden mit sich und seiner eigenen, ich nenne es jetzt einfach weiterhin Behinderung, weil das irgendwie so ein breiter Begriff ist, Einschränkung oder Orientierung, die irgendwie schwierig ist, ne? So, dass daraus eine Weichheit erwachsen kann, wo Veränderung passieren kann.